been tossing all my thoughts off the deep end, drowning out my fears. Hallo allerseits. Hallo, guten Morgen. Wie ja unserer Kanalbeschreibung zu entnehmen ist, wandern wir vorrangig in Brandenburg. Und in Brandenburg kann man kaum wandern, ohne irgendwo über Theodor Fontane zu stolpern. Hier gibt es jede Menge Fontane-Wanderwege. Wir sind heute in Burg im Spreewald und hier gibt es einen etwa 10 Kilometer langen Fontane-Rundwanderweg. Markiert ist er durch diese Karikatur hier hinter mir. Die soll Theodor Fontane darstellen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, dann bleibt dran. Und dein Stichwort, Detmar? Auf geht's. Auf geht's. Fontane war einer der bedeutendsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Er wurde geboren 1819 in Neuruppin und starb 1898 in Berlin. Der Fontaneweg in Burg wurde 2019 zu Ehren des 200. Geburtstages des Dichters angelegt. Am Beginn des Wanderweges steht ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Heute ist der 18. Oktober. Ja. Vor genau einer Woche sind wir noch bei 26 Grad kurzarmig gewandert und heute hatten wir die erste richtige Frostnacht. Heute Morgen waren bei uns im Garten -2 Grad. Alles weiß. Also von kurzarmlich auf Daunenjacke umgeschwenkt. Eine Brücke nach der anderen überquert die unzähligen Fließe und Kanäle. Es heißt ja nicht umsonst, der Spreewald sei das Venedig des Nordens. Herrliche alte Brücke. Eine ganz schöne Fließgeschwindigkeit. So, hier vor uns auf dem Schild sieht man wieder Theodor Fontane und der zeigt nach rechts. Hier stehen noch 2 Bänke und am Fontaneweg, wie sich das gehört, natürlich auch immer ein paar Informationen über den bekannten Schriftsteller. Wunderschön. In der Morgensonne ein Traum. Hier sieht man das dichte Netz von Fließen und Kanälen, die das Gebiet durchziehen. Fontane und der Spreewald. Und dazu hat er ein paar Zeilen geschrieben und dass dem Netze dieser Spreekanäle nichts von dem Zauber von Venedig fehle, durchfurcht das endlos wirre Flussrevier in seinem Boot der Spreewald-Gondelier. Manchmal muss man ein bisschen die Markierung suchen, aber hier ist sie wieder eindeutig.
Was natürlich schön hier an dem Weg ist, es gibt ausreichend Sitzmöglichkeiten. Ich liebe diese Spreewaldbrücken, diese Holzbrückchen. Ja, aber Fontane beschreibt in seinen Büchern auch gerne seine kulinarischen Erlebnisse. Wo jetzt das Waldhotel Eiche steht, befand sich zu Fontanes Zeiten das Wirtshaus Eiche, in dem sich Fontane von der Wirtin Frau Schenker einen Hecht mit Spreewaldsoße servieren ließ. So, wir haben knapp die Hälfte geschafft. Jetzt werden wir uns mal eine Pause gönnen. Ja, wir sind sonst eigentlich so die Wassertrinker beim Wandern, aber heute haben wir das erste Mal Thermosflasche mit heißem Tee dabei. Kann man heute gebrauchen. ja, genau. Richtig. Bitte schön. Danke. Eine uralte Weide. Einheimische Hölzer. Birke, Weide, Kiefer, Espe, Erle, Esche und die Eiche. Säugetiere, die im Spreewald leben. Na gut. Kannst du zusammenbauen. Ach so ist das gemeint. So, Das müssen 4 Tiere sein, wa? jetzt habe ich es verstanden. Immer die gleichen Farben ergeben ein Tier. Sumpfdotterblume, Segge. Segge. Lischgras. Na gut. Botanisch bin ich total unbeleckt. Schöne alte Milchkanne. Ist doch eigentlich als Gartendeko beliebt, wa? Dass es noch keiner geklaut hat. Ja, erstaunlich auch. Heuschober, auch ein typisches Bild für den Spreewald. Schmeckt's? Scheint zu schmecken. Wer in die Mark reisen will, der muss zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen. Ja, das haben wir doch als Merker. So sah es früher auf so einem Kahn aus.
Und das Reisen war sicher sehr beschwerlich. Ja, hier geht sehr viel über Asphalt. Das liegt aber daran, hier kannst du nur auf befestigten Wegen gehen. Das ist nämlich rechts und links alles sowas von nass. Also jetzt irgendwelche Wald- und Wiesenpfade sind gar nicht begehbar. Schlecht, ja. Das sieht wunderschön aus. Fontane und die Trachten. Weiß nicht, ob man das lesen kann. Hagens Insel, Ramonas Wiesenfühlungen. Kann man also Wiesen auch fühlen. Ein richtig uriger Hofladen. Ein indianisches Sprichwort: Wenn du traurig bist, such dir einen Baum. Da ist viel Wahrheit drin. Ich habe mal eben ein Glas Honig gekauft. Wunderschöner Hofladen. Na Alter, wie jetzt? Sagt nichts. Das ist heute nicht sehr gesprächig. Nee. Die Ruhe selbst. Ja, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Ja, das war der Fontane-Rundweg. Ja, man geht hier natürlich sehr viel über Asphalt, weil man eigentlich die Ortslage Burg gar nicht richtig verlässt. Burg ist eine sogenannte Streusiedlung und hat, glaube ich, insgesamt eine Fläche von, jetzt schieß mich tot, 35 Quadratkilometern und ist damit die größte Siedlung in Deutschland. Ja, die einzelnen Gehöfte liegen weit auseinander und die Zufahrten sind asphaltiert. Genau. Und daher hat man halt dann diese Asphaltwege. Das ist aber nicht so schlimm. Zwischendurch waren auch immer wieder mal ein paar Pfade dabei. Richtig. Und das Schöne an diesem Weg ist eigentlich, ja, die Gehöfte teilweise noch richtig alte Häuser,
die Fliese, man sieht auch viele Tiere. Ja, ja. Ja, es ist so ein bisschen der urtümliche Spreewald. Natürlich zwischendurch auch viel Tourismus, also Hotelanlagen. Gastronomie, wer hier irgendwo einkehren möchte, findet garantiert etwas. Ist Jetzt, viel vorhanden, ja. jetzt ist zwar einiges schon zu in der Nachsaison, aber nicht alles. Also Einkehrmöglichkeiten sind genug und es gibt auch jetzt im Oktober immer noch 1, 2 Kahnfahrten am Tag an jeder Anlegestelle. Also auch da kann man sich dann noch ein bisschen vergnügen, wenn man möchte. Ja, das wäre jetzt alles soweit. Und es gab Sitzgelegenheiten, mehrere. Bänke waren viele, auch überdachte Garnituren, 2, 3. Also, ja, richtig. Mhm. Also von daher ist es eigentlich ein sehr schöner Weg. Und jetzt in der Nachsaison auch absolut ruhig. Ja, Wir sind 2-mal Leuten begegnet, das war alles. Sieht im Sommer sicher anders aus. na klar. Wobei sich hier in Burg auch im Sommer der Trubel eigentlich mehr auf den großen Kahnhafen und den Bismarckturm und so konzentriert. So ist es. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ja, genau. Danke für die, die genug Geduld hatten, bis zu Ende zu gucken. An alle anderen natürlich auch. Richtig. Jeder Zuschauer ist uns wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und wer noch nicht hat, auch gerne ein Abo. Richtig, genau. Jo. Dann sagen wir Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal dann, wa? Genau. Ciao, tschüss.